30. August 2021, das ist ja mal was ganz Außergewöhnliches. Ja, ein Camouflage-Design von Volkner. Sowas erwartet man überhaupt nicht. Und das ganz Besondere ist, das ist jetzt kein Show, kein Messecar, sondern dieses Fahrzeug wurde tatsächlich für einen Kunden gebaut und gewünscht, richtig? Ich grüße dich herzlich, Gerhard. Hallo. Ja, dieses Fahrzeug ist speziell für den Kunden so gebaut und auch in diesem Design beklebt worden. Ja, ist Wahnsinn. Dazu passend natürlich das Fahrzeug. Ja, sieht ganz schick aus, vor allen Dingen in dieser Kombination. Und haben wir selber auch noch nicht gebaut und ich bin auch froh, dass wir den hier zur Messe zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ja, was ziemlich außergewöhnlich. Was absolut stark ist. Ja. Du hast den Platz, dass wir mal ganz zurückgehen können. Das Fahrzeug ist wie lang? Der ist jetzt 11,40 Meter. Ja. Und ist der, wir nennen den 11er, Performance 11er. Auch der 11er. Der 11er. So, und da steht aber kein 11er drin. Da könnte ein 11er reinkommen? Nein, hier passt kein 11er rein. Hier der alte 11er würde reinpassen. Auch nicht, ne? Auch nicht. So, das ist ein Mini-Baujahr. Die sind relativ zeitnah jetzt gebaut. Ja. Der ist jetzt zugelassen worden, der Performance. Und der Mini aktuell, oder? Aktuell. Aktuelles Modell. So, der passt jetzt genau rein. Das Besondere ist, du musst den jetzt nicht mit Spanngurten verspannen, oder? Nein, der ist so gebaut, dass er in diesen Mulden steht und sich dann selber im Grunde genommen verriegelt. Ich muss den da reinfahren und dann steht er darin fest. Okay, das heißt, der kann auch gar nicht hüpfen, oder? Nee, der kann nicht hüpfen. Der kann nur federn und das soll er auch. Der ist ja zum Federn gebaut. Ich finde das immer furchtbar, wenn die Autos mit der Karosserie verzurrt werden, weil das ist eigentlich gegen die Natur. Ja, ist so. Auto muss federn können. Und da muss man einfach so viel Freiraum schaffen, dass das Auto drin federn kann. Aber die Räder, die müssen am Punkt bleiben. Und da kommt es uns drauf an. Vom Platz haben wir die Möglichkeit, das mal rauszufahren? Geht das? Ja. Das mal zeigen. Nehmen wir mal ein bisschen weg. Gerhard, wir haben das dritte Video gedreht jetzt. Ja. Wir sind gerade dran. Du bist Fahrzeugbauer, Meister. Ja, Karosserie- und Fahrzeugbaumeister, richtig. Ja, ihr habt rund 35 Leute. Du suchst Personal? Immer. Ja, wir suchen männlich, weiblich, divers? Ja, wir suchen natürlich mal Top-Leute, die verliebt sind in solche Produkte und sich da auch mal austoben können. So, das Fahrzeug ist jetzt lackiert oder foliert? Was habt ihr gemacht? Der ist natürlich lackiert, aber dann ist eine Folierung drauf gekommen. Ja, das heißt, die kann jederzeit weggenommen werden? Genau. Die kann also jederzeit wieder weggenommen werden und eine andere drauf gemacht werden. Oder halt eben vollständig, die kann vollständig runterbleiben. Aber das sieht so super aus. Ich finde es toll. Ja. So, falls es dem auch ein bisschen Nerven haben, sowas mal zu auf dem Campingplatz zu fahren, ja. Ja, nee, auch mal sowas zu machen. Ne? Ja. Ist natürlich aufwendig, die Folierung. Das ist jetzt, ich guck mal gerade, ob es einzelne Folien sind. Nee, es ist komplett bedruckt, oder? Ist top gemacht, habe ich in so einer Qualität selten gesehen. So, auch hier ist es wichtig, man muss Stöße machen, damit sich das nicht verzieht. Ja. Das hat man auch so perfekt gemacht. Man sieht sie nur von ganz nah. Ja gut, da waren richtige Profis da. Da muss man aber wirklich genau hingucken, ne? Wenn man die Stöße sehen. Bin ich mal sehr gespannt. Was ist die Fernbedienung? Zeig mal bitte. Das ist die Fernbedienung. Ach, die sieht aus wie... Ja, wie nee. Die gibt es natürlich auch als Funkfernbedienung, aber hier haben wir jetzt... Ich gehe mal eben gucken, ob auf der anderen Seite nichts im Weg steht. Okay. Ist das der Hammer? Guck mal, hier ein Mini einfach reingefahren, oder? Ja. Hallo. Hallo. Shenandoah. Das ist heute, ich habe das Gefühl, wir sind gar nicht mehr auf der Messe. Wo sind wir eigentlich jetzt gelandet? Wie so ein Palast einfach. Das ist da, ja, wir sind in einer ganz besonderen Halle, in Halle Nummer 5. Das ist die Premium-Halle. Und der Gerhard Volkner, da muss ich ehrlich sagen, das ist ein wirklich ganz toller Typ, der Sachen baut. Das hier könnte jetzt auch ein Lebensmittelgroßmarkt sein, ja, wo die Hydraulik runtergefahren wird. Jetzt kann ich mal zeigen, wie leistungsfähig die ist. Man hat nämlich hiermit, die meisten Leute können sich gar nicht vorstellen, wie man sowas rausfahren kann. Aber wir haben da das Problem so gelöst, dass wir das Fahrzeug, also beziehungsweise das Wohnmobil, so weit anheben können, dass wir den Freiraum schaffen, dass der PKW da rausgeht. Dann kann ich ihn rausfahren. Aber ich zeige das jetzt mal weiter. Ich kann darüber hinaus auch noch ein ganzes Stück nach oben gehen. Du kannst die Räder wechseln. Ich kann die Räder wechseln oder kann Schneeketten draufziehen oder sonstige Dinge tun. Also, der kann schon was. Nein, der steht jetzt komplett frei. Der steht komplett frei, ja. Nein. Ja. Oh mein Gott. Das gibt's doch gar nicht. Gerhard. Also ich muss den natürlich jetzt nicht so hoch ausheben. Das war jetzt einfach mal... Ja, ich wollte nur mal zeigen, was man damit so machen kann. Ne? Sag mal gerade, dass hier das Trauben... drin sitzt. Ja. Schon gewaltig. Ne?
Und man darf nicht vergessen, das sind immerhin 18 Tonnen, die wir hier anheben. Ne? Warte, ich zeig mal gerade, auch da vorne, genau, wenn du jetzt mal kurz anhältst und komm mal gerade mit. Ich muss das mal zeigen, weil die Vorderräder sind tatsächlich komplett in der Luft. Ich meine, ich kann das bei mir auch, da sind die aber nicht 1 Meter in der Luft, ja. Ja, ich kann noch höher, also ich kann noch höher. Du kannst noch höher. Ja, das ist natürlich super, wenn du mal irgendeinen Schaden hast, Reifenwechsel, du brauchst da nichts zu machen. Oder? Ja, oder wenn ich mich mal festgefahren habe, kann ich den wunderbar aufbocken. Ja, ist so. Und dann Klötze drunter tun. So, da ist das Fahrzeug jetzt drin. Da könnte man aber auch eine Sitzgruppe drauf machen, da kann man drauf essen. Und das Schöne ist, du hast jetzt so viel Höhe. Ich darf reingehen? Ja, ja. Genau, das wollen wir reingehen. Dass man hier drinnen, ich bin 1,83 Meter. Das ist natürlich jetzt extrem. Aber ich komme jetzt hier kaum an die Decke dran. Ja, also Ja. So. Und du hast halt eben gesehen, im Innenraum merkt man überhaupt gar nicht, dass hier ein PKW drunter ist. Null. Nee. Nein, merkt man nicht. Das ist der Nachteil bei den HG-Fahrzeugen, die wir haben, zum Beispiel Actros und so, wenn man da von hinten reinfährt. Ja. Dann muss man immer irgendwie um den PKW rumbauen. Da gibt es also wirklich Situationen, hat man nur so viel Platz zur Decke und das fand ich einfach nicht schön. Das ist natürlich ziemlich genial, weil das Gewicht ist in der Mitte, da wo es hingehört. Ja, genau. Und es ist normalerweise hinten Heckmotor. Hinten entlastet die Vorderachse dann auch, das ist ja auch ein Problem. Heckmotor vom Föllensen. So, und das ist das tragende Element hier, was wir sehen, oder? Nee, das ist es nicht. Das verschwindet hinter den ganzen Verkleidungen. Das ist ein Geheimnis, oder? Genau. So, da ist eine Heizung drin. Also da sind schon mächtige Träger drin, die kann man aber so jetzt nicht sehen. Das muss ja so sein, da verzieht sich nichts, oder? Nein, gar nichts. Okay, du hast mal erzählt, du kannst theoretisch, ihr habt das mal gemacht, ihr habt mal eine Hubstütze weggenommen. Ja, dann haben wir könnten den jetzt hochfahren und irgendeine Hubstütze wegnehmen, dann bleibt er so stehen. Da kann man versehen, ja, das ist jetzt schwierig mit dem PKW hier. Ach so, weil der da steht. Aber das können wir bei uns zu Hause, können wir das mal Ja, dann machen wir das mal. Wow. Ich bin total Da gibt es aber auch schon Filmchen. Gibt es ein Filmchen drüber. Warte, ich zeig das mal. Also hier vorne ist das Rad und das steht komplett in der Höhe. Ja, der steht voll in der Höhe. Das ist unglaublich. Und hier vorne siehst du auch... Jetzt kannst du dir auch vorstellen, warum hier so vernünftige Stützen runter sein müssen. Ja. Ich kenne die nur von der... Schon ein bisschen halten. Also ich kenne das natürlich im Bereich Tiefbau, Bagger. Ja, da gibt es die natürlich. Da sind die her, oder? Genau. Und was auch entscheidend ist, das muss ich auch, bei manchen habe ich ja so ein bisschen Zweifel, die sind ganz außen angeordnet hier. Das muss auch so sein, um vernünftig abstützen und ausrichten zu können. Wenn man die jetzt in der Mitte so unterm Chassis stellt, dann werden die beim Ausrichten viel zu aggressiv. Ja. Und ich kann gar nicht sehen, was die machen. So kann ich immer sehen, wo fahren die hin. Die habe ich ja immer vor Augen. Wenn die in der Mitte unterm Fahrzeug sind, ist das immer schwieriger. Ne? Sag mal, wenn ich jetzt etwas steil stehe, ich kann mir ja den Platz nicht immer aussuchen, ja. Das geht jetzt vollautomatisch, das Nivellieren? Ja, das ist bei uns jetzt neu. Das haben wir früher nicht gehabt, weil das ist schwierig bei diesen schweren Stützen. Aber jetzt haben wir bei der neuen, also da hinten, da vorne, der hat das auch schon hier. Die haben das auch schon. Die hier stehen, haben das alle. Alle vollautomatische Ausrichtung. Heißt, wir messen über 3 Achsen, einmal Längsrichtung, über Vorderachse, über Hinterachse. Dann kommt ein Rechner und sagt genau, wo sich das Fahrzeug befindet und richtet den dann aus. Okay, das heißt, also das geht aber auch, wenn es ein bisschen steiler ist. Die Das Stützen, geht auch, wenn es steiler ist. die Stützen können das locker, oder? Ja, die Stützen können das. Ich habe so manchmal, wenn ich so am Hang stehe und so weiter, da dann brauchst du hier überhaupt keine Gedanken. brauchst du keinen Gedanken machen. Ja, das hier ist die Außendusche, Genau. die ist schick gemacht, aber was besonders ist, ihr habt eine Scherheizung, eine Dieselheizung, da haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, Ja, die hat richtig Power, oder? Ja, die Scherheizung ist, in den Jahren haben die sich so weit entwickelt, dass man wirklich ein Top-Produkt mit hat, die auch wirklich super funktioniert. 17 kW. Also das ist ein 2-Stufen-Brenner, der macht 9 und 17 kW. 17 kW. Der macht natürlich auch das warme Wasser, oder? Der macht warmes Wasser permanent. Also Kran aufdrehen, Wasser da, super. Ja, ein starkes... Ja. Ich hatte zuerst gedacht, weil die muss ja dann durchlaufen, das ist von der Energiebilanz ja nicht so optimal. Aber wir haben gemerkt, wir haben jetzt einen Sommer selber damit gefahren auch, oder 2 Sommer schon. Die kann man einfach durchlaufen lassen, die stört einen überhaupt nicht. Die läuft permanent durch und schaltet nur dann ein, wenn die Energie gebraucht wird. Also das ist wirklich super. Jetzt aber eine Frage, du ziehst den Kraftstoff für die Heizung aus dem gleichen Aus dem Tank? Kraftstofftank. Aus dem Kraftstofftank, okay. Der hat hier 350 Liter Kraftstofftank. Und da ziehen wir die raus. Es gab mal Leute, die mir erzählt haben, im hohen Norden hätten die einen eigenen Tank nur für die Heizung, weil es da so kalt wird. Das spielt hier keine Rolle, oder? Ja gut, das ist natürlich, wenn kalt wird, wir sind ja hier voll im Innenraum. Ja. Und der ist ja voll beheizt. Ja. Und der Kraftstofftank ist auch im Innenraum, der wird mitbeheizt. Also mitbeheizt? Ja, da wird alles mitbeheizt, deshalb haben wir das Problem nicht. Okay, verstehe. Sonst, der Generator zum Beispiel, Generatorraum, das ist alles beheizt. Okay, dass der flockt oder irgendwas? Nee. Eben, deshalb haben wir das gemacht. Verstehe. So, und hier vorne siehst du auch die Heizung, das ist hier isoliert. Jetzt nochmal zum Mitschreiben. Hier unten drunter sind nochmal Gummidichtungen. Das heißt, wenn der den anhebt, ist das dicht hier drunter, oder? Ja, hier, kann man so sehen. Da. Ja. Der zieht sich dann hier drunter und dann ist der dicht.
Und ich sehe, hier ist so ein ganz kleiner Zapfen dran, den ihr da dran Ja, gemacht das ist die Verriegelung. Wenn der hochgefahren ist, kommen da, die kann man sehen, die sitzen hier drin, da kommt eine Verriegelung und dann fährt er den zu. Ich kann es immer noch nicht glauben, der steht komplett in der Höhe. Gut, klar, die Hubstützen können das. Pro Hubstütze 20 Tonnen, hast du gesagt. Ja, also die können 20 Tonnen. Also theoretisch wäre eine in der Lage, das ganze Fahrzeug zu heben. Kommt natürlich immer auf den Druck an, den man da drauf gibt. Aber wie gesagt, wir machen da das Stabilitätsgrund. So, die Last hier, was ist die Zuladung bei dem hier noch? Also Bei dem hier ungefähr 4 Tonnen. 4 Tonnen, das heißt, also hier ist rund eine Tonne. Ja, 1,2 Tonnen geht 1,2 Tonnen weg. Da muss man auch Wasser rechnen und so. Dann geht der auch, der Elber geht auch an 17, 18 Tonnen, geht der auch, wenn er voll ausgeladen ist. So, ihr habt hier natürlich das gleiche Muster drin wie im Auto? Nee. Nein, das ist hier anders. Nur die Außen Ist gleich. Aber es sieht richtig klasse aus. Das heißt, du stehst hier draußen. Das ist wirklich, also für Liebhaber, die da Lust drauf haben. Ja, fahr's mal runter, ich bin sehr gespannt. Ja, vor allen Dingen, wenn man in Stauräume muss man sich nicht so bücken. Ne? Muss ich nicht so bücken. Achso, die sind hochgefahren jetzt? Ja, klar. Das ist ja wesentlich. Ja. Das sind jetzt gut und gerne. Ja, das sind jetzt bestimmt 25 cm. Der hat 600 Hub, also der kann einiges noch höher. Warte, ich gehe mal gerade rum. Also der Schwerpunkt in der Mitte. Man merkt nicht innen, dass irgendein Auto da ist. Das heißt, das Bett hinten ist nicht hoch. Nein, das Bett ist ganz normale Höhe, wie zu Hause auch. Und man kann ringsum drum gehen. Man hat nirgendwo ein Auto im Weg stehen. Das ist eigentlich der Vorzug an diesem Fahrzeug. Und der Heckmotor, die totale Ruhe da drin. Also es sind viele Dinge, die eigentlich für dieses Konzept sprechen. Ne? So, was auch ziemlich genial ist, du hast eine Haushaltsmarkise hier drin, also eine ganz große Gastromarkise, die man kennt. Da brauchst du nichts abstützen, aber du kannst. Ich kann, ja. Du hast nämlich hier unten hast du spezielle Zapfen drin, wo man die Markise direkt gegen Sturm, also Sturm nicht, da sollte man sie reinfahren, aber gegen Wind, da brauche ich keine Angst zu haben. Oder? Genau, also wenn Wind ist, wir haben ein eigenes System mit Stabilisatoren und die kann man hier oben in die Markise einsetzen und kann die hier unten drauf Und die Airline-Schienen. mit 2 Handgriffen verschrauben. Die sind hier hinter versteckt, da sind die drin. Warte, zeig Und mal. dann kommt man, wenn man die Klappe, wir können jetzt die Klappe runterfahren, dann kann ich die so da rausnehmen. Okay, klasse. Die direkt bei der Hand. Ja. Ja, wenn du mal so lieb bist, die mal rausfährst, die Markise. Dass wir das mal sehen, weil das ist immer wieder schön zu sehen, dass man nicht irgendwie Hand anlegen muss, sondern das ist eine komplett freistehende Markise, die da ist. So, und da hast du das Fahrzeug nochmal von vorne. Und da ist die Markise. Ja, ist natürlich ziemlich genial, dass sie so freistehend ist. Ja, ich mühe mich immer, ich traue mich manchmal gar nicht, die Markise rauszufahren, weil ein bisschen Wind ist. Du gehst weg an den Strand, da ist sie kaputt. Ja. Ja gut, bei Wind sollte man sie auch reinfahren. Das ist schon... Sensor, ihr habt sowas mal realisiert? Ja, wir haben auf Windsensoren drauf, aber schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich sage immer, wenn man hier drunter sitzt, dann merkt man, wenn es richtig aufbricht, dann sollte man sie reinfahren. Okay, verstanden. Das Oder ist, wenn man setzt die Stützen rein, dann kann sie natürlich einiges vertragen. Ne? das Die ist so, Stützen können einiges vertragen. Die Stützen, Das sind okay, richtig stabile verstanden. Rohre. So, das sind die sind mit dem Plateau sind die fest verschraubt, also dann ist es sicher. das ist schon ziemlich sicher. Ja. So, du hast mal erzählt, es ist dir selbst schon mal passiert, gell? Mir ist selbst schon mal passiert, ja. Ich fahre die immer ein, aber einmal habe ich die, da war strahlend blauer Himmel, war am Chiemsee. Und auf einmal böte das unglaublich auf. Und dann hatte ich keine Chance mehr, war sie kaputt. So, das ist jetzt der Elva und der Elva, der hat was ganz Schönes. Er hat nämlich zusätzlich wahrscheinlich noch eine Fahrradgarage, oder? Ja, der hat auch eine Fahrradgarage. Darf ich ihn mal sehen? Ja, Kurz? klar. Mal zumachen. Am besten machst du mal kurz zu, dann haben wir den. So, das ist übrigens der Wallout. Sag mal, Gerhard, du baust nur Wallouts, oder? Du baust auch Slideouts. Aber dieser Wallout hier, der schafft natürlich unglaublich viel Raum. Und das ist die Fahrradgarage, da ist jetzt Messezeug drin. Leider, da stehen zwei große Elektrobikes drin, aber die sind jetzt, hat er rausgenommen, der Kunde, habe ich gar nicht gesehen. Oder wir haben die rausgenommen. Ja, was sehr interessant ist, du könntest ja jetzt auch das Fahrrad, ich sag mal, hochheben, anheben, das Fahrzeug anheben, hochheben, wenn du da irgendwas brauchst. Das heißt, der Kunde... Ja, kann ich machen, natürlich. Ja, klar, Ja. super. Und da, was ist da drin? Da ist An die dem Mann? Versorgungsklappe und da sitzt noch ein Tank hinter. So, hier passen also 2 E-Bikes ran. Er hat mir erzählt, bei 28 Zoll die vorher da rausnehmen.
Ja, die Vorderräder muss man rausnehmen. Die muss man rausnehmen, gell? Die Lenker muss man drehen. Lenker drehen, Ja. Vorderräder rausnehmen. Ja. Das ist meine Pumpe übrigens. Ja. Die gleiche. Ja. So, und das ist ziemlich toll. Das ist ein Teil der Technik, Fähr- und Entsorgung und Elektrik. Ja, das ist so eine Versorgungsklappe, sagen wir. Wir haben hier die Einspeisung, wir haben hier die Entsorgung. Wir haben hier die 220 Volt Seite, wo die ganzen Sicherungen sitzen. Wir haben hier Wahlschalter, Außen- und Innenstrom. Wir haben hier die Schalter für die Fäkalienschieber und Abwasserschieber. Den Notstart, Webasto. Also hier ist alles zentral an einer Stelle. Hier sind 12 24 Volt Sicherungen und hier kann man mit einem Vierkantschlüssel, die kann man öffnen, da liegen die ganzen Module hinter. Das heißt im Klartext, man kommt überall zentral an einer Stelle dran. Man braucht das nicht ist hin auch- und her rennen. Und es ist auch geschaffen für die Praxis. Das bedeutet ganz lange Wege, denn du kriegst den Strom nicht immer um die Ecke, auch das Wasser nicht immer um die Ecke. Du Nein. kannst entsorgen, wo du willst. Ja. Ihr habt große Pumpen eingebaut. Ich mag den Elva. Zumal wir haben eben ein Fahrzeug gesehen, das war 10,60 Meter. Ja. Und da hattest du aber nicht zwingend das Gefühl, der war jetzt nicht 12 Meter, sondern das täuscht da manchmal, oder? Ja, ja. Das sind also vom Innenraum durch diesen Wallout wirken die natürlich auch brutal groß. So, und das ist diese Sitzgruppe, gell? Das ist die Sitzgruppe. Die könnte man jetzt abends einfach so reinfahren. Du hast mal erzählt, du Keine hast Lust schon, hat abzuräumen. Kannst Du- du sogar Geschirr drauf lassen. hast schon Partys gefeiert hier Ja, drin, ja, das war klar. richtig schön. Total genial. Ja. An der Mosel bei strömendem Regen haben wir da unten drin gesessen. Schön Kasten Wein leer gemacht, war super. Sag mal, die Kunden, die sowas kaufen, die kommen von überall her, oder? Ja, wir verkaufen weltweit. Ich meine auch Typen. Also das sind Familien, das sind Einzelpersonen. Ja, klar. Auch die Altersgruppe habe ich jetzt in den letzten 10 Jahren gemerkt, wird immer jünger. Ja. Also so vor 30 Jahren, als ich mit denen angefangen habe, war das so, ja, ich sag mal 55, 60 plus. Und jetzt sind wir bei 30 plus. Ich zeig mal gerade was. Guck mal hier, dieser Wallout. Länge 9 Meter wieder? Ja. 9 Meter Länge. Und die Tiefe? Die Tiefe ist 60 Zentimeter. 60 Zentimeter. Was das ausmacht innen, ist unvorstellbar. Ja. Ist das das Tiefste, was du hast? Ne, wir könnten auch auf 1,20 Meter gehen. Hast du das mal gemacht? Ja, aber nur für Motorsportleute. Das hat aber dann zum Nachteil, wenn man den einfährt, Ja. kommt man fast nicht mehr nach hinten durch. Ach so, der muss ja irgendwo hin. Ja, der muss ja irgendwo hin. Ja. Und dann muss man den innen so gestalten, dass man durchkommt, dann wird er nicht mehr schön. Also da muss man mit dem Kunden im Einzelnen dann besprechen. Und die waren jetzt alle 60 Zentimeter, die wir gesehen haben Die waren heute. alle gleiche Größe. Das ist unglaublich, 60 Zentimeter nur. Macht so viel aus. Das heißt, man kommt dann durch. Sag mal, in Amerika, da sind die oft auf beiden Seiten. Das hat sich bei dir nicht bewährt, oder? Das ist nicht notwendig. Man könnte das auch machen, aber da hat man wieder genau das gleiche Problem. Da muss ich den anderen von der einen Seite hier auch dagegen fahren. das kann Und das. dann habe ich den Platz wieder nicht, um, wenn er zusammengefahren ist, den zu bewohnen oder durchzugehen. Ja. Sehr interessant. Der Motor ist von Bauen tun hinten. wir das auch. Wir bauen sogar oben raus. Wir haben mit Dachterrasse, mit allem. Aber ja klar, die Autos gehen aber hauptsächlich in Motorsport. Ja gut, da wird das auch Fahren die benutzt. genau, ja. da fahren die auf den Rennplatz, dann gehen die da oben. Jetzt, ich baue aktuell gerade wieder so ein Auto. Ja, ich muss bei dir vorbeikommen. Der Motor ist hinten. Der hat einen Heckmotor. Das Starke ist, du bekommst quasi nur den Motor, kriegst du geliefert. Getriebe, Motor und also ich krieg das ist eine Baugruppe, die Hinterachse, Getriebe, Motor. Und dann ist eine Baugruppe Vorderachse mit Lenkrad. So, und der Alles Rest andere, ist von euch. Alles andere ist von uns. Ja. Ihr seid Fahrzeughersteller. Wir sind Fahrzeugbauer. Da steht natürlich im Fahrzeugschein später nicht irgendeine andere Marke drin, da steht das ihr ist drin. Volknermobil. Volknermobil. Ja. So, und du siehst von außen nicht, was drin ist, oder? Nee, kann man nicht sehen. Muss man wissen. Kann ein Daimler drin sein, kann ein Volvo drin sein. So, du brauchst da oben natürlich keine irgendwelche Dächer, Jalousien, die das schützen, irgendwas. Wenn da jetzt Blätter drauf sind, da passiert nichts, oder? Nein, um Gottes Willen. Ich meine, der ist so gebaut, da kann man auch sehen. Der ist ja komplett glatt. Ja. Es gibt auch Slide-Outs, die haben hier so eine Kante dran, steht Ja. auch oben rum. Aber dann muss man sich mal vorstellen, da brauchen nur Blätter drauf liegen. Oder im Winter, wenn Schnee Ein drauf Ast. ist, der geht ja nie runter. Ja. So, und ich habe hier, der hat übrigens eine Warmwasserheizung komplett ringsrum. Aber So, eine damit der richtige- Schnee abtaut. Ja, wenn der Schnee abtaut. Die Warmwasserheizung allein, nur für den Wallout, hat 9 kW. 9 kW. Und die braucht man auch, um den eisfrei zu kriegen, wenn der 2-3 Wochen mal gestanden hat. Okay. So, dann taut er das auf. Der taut das nie ganz ab. Das heißt, unten drunter bleibt so ein Stück bleibt dann frei. Und wenn ich den dann einfahre, dann schiebt er den Schnee einfach runter. Das kann ich niemals, wenn ich außen Kanten sitzen habe oder so. Aber das ist die aufwendigste Form. Weil man muss sich mal vorstellen, diese Kanten hier, die Platten, die werden miteinander laminiert. Ja. Und dann geschliffen, gespachtelt und dann lackiert. Das ist eine brutale Arbeit. Das ist für einen Mann garantiert 10 Tage Arbeit, nur diese Kante hier ringsrum zu laminieren und zu spachteln. Ja, Also drüben das ist jetzt wie ein Stück. Ja. ist das jetzt so ein Scheibenwischer-Gummi oder wie funktioniert das? Wird das aufgeblasen? Ja, da muss man sich vorstellen wie ein Fahrradschlauch.
Der hat zwar ein etwas anderes Profil, aber im Grunde genommen muss man sich das vorstellen wie ein Fahrradschlauch. Okay, das Der heißt, sitzt da drin, wird aufgepumpt oder wird unter Vakuum gesetzt, dass er den Spalt freigibt. Und wenn der Spalt freigegeben ist, dann fährt der Wallout rein. Aber das ist noch nicht alles. Wir setzen nochmal 3 Lamellendichtungen dahinter, um zu verhindern, wenn der nicht funktioniert, dass der trotzdem dicht bleibt. Gut, es könnte ja mal passieren, das ist wie beim Scheibenwischergummi. Ja, natürlich. Der kann mit der Zeit mal kaputt gehen. Pflege? Ist auch schon passiert. Pflege, was dazu tun? Selten, aber ja, man muss immer ein bisschen mit Silikonspray dran bleiben. Läuft natürlich leicht. Das ist genau wie wenn ein Auto muss man schmieren oder eine Kette muss man auch schmieren. Wenn der jetzt mal defekt ist das schwer, den zu tauschen, den Gummi? Man kann den erstmal komplett weiterfahren und wir haben das so gelöst, wir können mit dem, früher war das die ersten, die wir gebaut haben, mussten wir den komplett ausbauen. Ja. Heute ist die Hydraulik so gebaut, da werden innen Verkleidungsteile abgebaut und dann kann ich den ganzen Wallout mit Übermaß nach innen fahren. Das heißt, hier werden 10 cm frei und dann kann ich wunderbar daran arbeiten. So, die Fenster, da gibt es ja demnächst was Neues. Es gibt rahmenbündige. Die sind schon gebaut jetzt, Sind gebaut. aber auf der Messe konnten wir das leider nicht mehr umsetzen. So, das ist etwas rahmenbündiger, wobei die auch ganz hervorragend sind, sagst Das du? sind super Fenster, die bauen wir seit Anfang an ein und die sind so stabil. So, dann allein die Höhe, das schafft Sicherheit. Die Aufbautür hat 3 Schlösser, glaube ich. Das ist richtig toll. Alles ist, wenn du da guckst, ich habe eben Airline-Schienen gesehen, da waren alle 10 cm eine Schraube drin. Ja, da muss auch. Warte, ich zeige es mal gerade hier vorne. Das ist, da ist überall da, wo eine Schraube reingehört, ist auch eine drin. Ja, sonst reißt die auseinander oder ich mach's sie krumm. Ne? Ich meine, das ist ja eine Zooschiene, also das heißt, man muss auch mal dran zogen können. Sonst bringt mir das nichts. Komm, wir gehen mal rein. Ist hier auch ein Stromgenerator drin eigentlich? Ja. Der hat auch einen Stromgenerator. Wow. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der ausgestattet ist. Denn jeder ist ein bisschen anders ausgestattet, gell? Ja, es ist Wahnsinn einfach. Aber ich sag's mal gerade, das ist jetzt der 11er Performance. Hier steht er. Da hast du ja nochmal hier den Grundriss. 11er Performance, 60 cm, 1,70 Meter mal 2 Meter ist das Bett. Bitte schön. War die Entwicklung von dem ersten? Das ist übrigens eine Tresortür, sagst du? Ja, ist so, hat viel Ähnlichkeit mit einer Tresortür. Die Leute, du hast mal erzählt, da war mal einer so schlau und hat versucht, die aufzukriegen. Da wäre er wahrscheinlich besser durchs Fenster gegangen, oder? Ja, ist leider dann schließlich auch passiert. Also sind mit Brechstangen angerückt und so, die kriegt man einfach nicht auf. Man muss sie komplett zerstören, aber da ist man so lange dran. Riesenschaden, ne? Ja, Riesenschaden. Weil irgendwo in Russland hat ein Fahrzeug mal gestanden, dann haben sie die Scheiben eingeschlagen, war auch nicht so einfach, sind da reingegangen. So, wenn du mal so lieb bist, den mal gerade mal zuhaust, mal mit ein bisschen Effet, dass man mal hört. Ja, so hört sich das an. Wer G-Klasse fährt, der kennt das. G-Klasse. So, jetzt fangen wir an, die Aufbautür. Das ist hier massiv, die ist schon innen beledert. Der Kunde kann das wählen? Ja, die sehen auch ziemlich ähnlich aus, aber trotzdem wieder anders, auch vom Design her. So, hier sieht man, das ist wie bei Rode und Schwarz früher die Geräte, das ist alles verschraubt, hier alles Handarbeit, oder? Ja, ist alles Handarbeit. Man muss ja auch mal wieder da dran können. Ne? Ja, Geldbeutel, Preis von dem? Oh, der liegt auch über 1 Million. 1 Million, da ist das Auto nicht dabei, oder? Drüber. Naja, Auto in der Regel nicht. Ja gut, das geht im Regelfall auch unter. Ja. Das ist dann die kleinere Sache. Hier sieht man Eiche. Das ist natürlich toll. Helle Eiche, die drin ist. Aber da gibt es eine ganz starke Renaissance von der Eiche. Früher wollte man keine Eiche haben, mittlerweile ist sie wieder voll im Kommen. Die kommt wieder langsam. Aber nur im Bodenbereich, nicht im Möbelbereich. Also auf jeden Fall bei uns noch nicht. Ich habe ja, als wir vor 30 Jahren damit angefangen haben, fast nur Eiche gehabt. Unzerstörbares Holz. So, hier innen drin ist Technik, oder? Ja, ist Technik. Sag mal bitte. Mal gucken. Hier ist die Volvo-Technik drin oder Mercedes-Technik. Je nachdem. Je nachdem. So, das ist jetzt, das sieht aus wie Mercedes? Nee. Nein, hier ist ein Volvo. Volvo, ja. Okay. Oh, ich hatte 50-50 verloren. So, und hier ist wieder Mobiltechnik, der ist gehört jetzt zum Brainpiloten. Ja, du hast gesagt, diese Ziffern, die drauf sind, die sind schon seit 30 Jahren die gleichen? Von Anfang an die gleichen. Ja. Das heißt, sagen wir, das 40 oder 42 ist Wasserpumpe oder das ist hier Zentralverriegelung oder das ist immer gleich. Und Kabel haben keine Unterverteilung, das heißt, die laufen immer direkt zum Verbraucher? Nein. Der wird sofort, wer mir eine Unterverteilung setzt, der wird direkt entlassen. der geht hier los und landet an der Wasserpumpe. Ich weiß also, dieses Kabel, was hier losgeht, landet an der Wasserpumpe oder an der Heizung oder an der Zentralverriegelung. Okay. Und dazwischen ist nichts. Okay. Und du kannst das messen dann, ob da an dem Kabel irgendwas dran ist? Genau, das machen wir einfach aus, das ist zwar mehr Verkabelungsarbeit, aber das gibt einem nachher auch mehr Sicherheit. Das Schöne ist, der Masseblock
du hast ganz oft Massefehler. Das ist wirklich so, wer da nicht sauber arbeitet, der hat Riesenprobleme. Ja. Ihr seid da super sauber, oder? Ja, aber der wirkt auf Vertrauen. Aber da ist noch Absolut. Das ist noch der Kleine. Wir können uns halt hinten mal den Großen angucken. Ja? Ja, das ist brutal. Wo die Hauptströme drüber laufen. Ja, ist ja ganz wichtig, Das ja. ist ja hier nur im Grunde genommen für die schwachen Verbraucher. Ne? Der steht auf Lithium und ihr hier jetzt? Den nicht, ne? Der steht nicht. auf 2 Volt Zellen, Okay, die ich im Augenblick auch immer noch favorisiere. sehr schön. Das heißt, Und unterm Strich gesehen. unterm Strich gesehen. Ihr habt drüben einen, da hast du mir erzählt, habt ihr eine halbe Tonne Lithium mit der Halterung verbaut. Das ist brutal, ja. Ja. Der kann denn autark stehen in mehrere Tage, oder? Die stehen eigentlich grundsätzlich autark. Die müssen Ja. vielleicht mal einen Generator laufen lassen, wenn die schlechtes Wetter haben. Der ist hier unten drunter, oder? Hier unter dem. Genau, jetzt stehe ich genau drauf. Hier ist genau drauf. Da ist der Generator. Ja, dann noch ein kleines Detail, das müssen wir unbedingt mal zeigen. Ich fahre es mal raus, ich weiß ja, wo es ist. Ist es das hier? Ja, kann ich auch von hier machen. Ah, ja, genau. Wenn du mal so lieb bist, fahr mal raus. Das ist jetzt auch eine Sicherung, dass ich nicht abstürzen kann. Die ist sogar beheizt. Die ist beheizt, ja, ist Fußbodenheizung. In den Stufen übrigens auch. Die Stufen auch. Ja, ja. Bis unten hin. Wenn man da abends die Schuhe draufstellt, dann sind die morgens trocken und warm. Ja, ist auch wichtig, dass also es keine Staunässe gibt oder Feuchtigkeit oder irgendwas. Ich glaube, die meisten Reisemobilfahrer kennen das, wenn sie die Treppe raufgehen, dann bleiben die Treppen meistens immer feucht. Ja. Und das ist hier einfach nicht. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was ist da eigentlich drunter hier? In dem? Das ist ein Schuhfach. Ein Schuhfach. Nur so für die ersten Schuhe. Das ist vielleicht auch Heißt, toll. ich sag da Schuhfach. Die meisten haben Schuhe drin, die auch hier. So, und die Pantoffel, falls man aufs Klo Pantoffeln, muss oder so. Genau. Okay, verstanden. Gut, man hat ja Muss ein ja Klo bei der drin. Hand sein, wenn man reinkommt, muss man ein Schuhfach haben. Sehr schön. So, wir machen mal zu. Ui. Die Tür zu, jetzt bin ich mal gespannt. Draußen ist ja laut. Ja, die Fenster sind auf. Fenster sind auf. Aber trotzdem ist es viel leiser. Ja, man merkt sofort, ich kann es auch zumachen. Nö, bitte nicht. Es ist warm in der Halle. Es ist zwar Sommer, wir haben schlechtes Wetter, aber es ist trotzdem warm. Shenandoah. Die Sitze sind, das ist ja wohl das Allerwichtigste. Ich glaube, wenn Leute zu euch kommen, ihr habt viele gewagte Farbvarianten, das liebe ich. Ich habe einen Porsche-Händler in Saarbrücken, der hat alle Sonderfarben da stehen. Er sagt, wenn man sie nicht zeigt, kann man sie nicht Kann man verkaufen. sie nicht verkaufen, ganz Das genau. ist wirklich so. Man muss Hier- es sehen. Ja. Da ist auch ein schönes Highlight, die kriegen immer von ihrem eigenen Fahrzeug bei uns auf dem Brain Pilot dieses Bild drauf. So, damit die wissen, es ist auch das. Das ist Ja. mein Fahrzeug. Nicht, dass irgendwie im falschen. Wenn ich im Betrieb mal hin und her fahre, kann ich genau sehen, in welchem Auto ich sitze. So, ihr habt mehrere Fahrzeuge in der Ausstellung, die man mal gucken kann bei euch. Wir haben in der Ausstellung permanent immer so 3 bis 5 Stück. Okay. Ihr baut die auf Halde oder sind das Kundenfahrzeuge? Kommen wir die- leider nicht zu. Ich würde gerne mal, also mein Traum ist mal 2 Stück Leerkabinen da stehen zu haben, dass ich nur eine Innenausbau machen muss. Schaffen wir nicht. Sag mal, das aus der Hand zu geben, irgendwas, das macht gar keinen Sinn, weil ich ansonsten wäre die Qualität. Ja, habe ich auch probiert, habe aber sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Von daher ziehe ich das alles wieder zurück. So, fangen wir mal an. Das Armaturenbrett, komplett von dir. Das ist von uns, ja. So, das Nur wird die beledert von Armatur, euch? Das ist eine Volvo-Armatur. und der- Volvo-Armatur. Ja, ja. Und Aber das Leder auf der Volvo-Armatur am Lenkrad ist Das von ist euch. alles von uns. Ja, auch Lenkrad ist alles, also die Belederung ist alles von uns. Hier vorne alles. Ja. Dann, das hier ist die Klimaanlage, die Fahrerhausklimaanlage. Das ist die Fahrerhausklimaanlage, genau. So, dann die Schalterchen als LKW-Fahrer. Da muss ich jetzt sagen, der hat den Brain Pilot 3. Der Brain Pilot 4 hat die komplette, kann ich euch ja gleich mal zeigen, der hat diese ganze Bedienung, alles auf dem Bildschirm drauf. Der hat auch die ganzen Schalter nicht mehr. Die ganze Lichtsteuerung ist alles auf dem Bildschirm drauf. Okay, das heißt, du hast entsprechend jetzt ein Bussystem, kannst es frei belegen und so weiter. ja, Genau. genau. So, der hat natürlich eine Druckluftbremse. Der hat auch jetzt einen Retarder, braucht er das nicht? Doch, die müssen haben. Busse haben grundsätzlich Retarder, aber die haben darüber hinaus noch eine 3. Sicherheitsbremse. Dies wo? Das heißt, wenn das Fahrzeug, du kennst das bestimmt mit dem Federspeicher, wenn die Ja. Luft weggeht, fährt er nicht mehr. Ja. Und dann könnte man jetzt hier bei einem LKW könnte man Luft aufpumpen. Wenn ich dann aber vergesse, die Handbremse anzuziehen, dann passiert Folgendes, dann fährt er weg, dann rollt er weg und das passiert beim Bus nicht. Der hat dann nochmal eine Sicherheitsbremse, die ich dann ganz bewusst betätigen muss, dass ich dann erst fahren kann. Ah, es geht ja auch um die Fahrgäste, die da drin klar. sind. Ja, Klar. klar. Also ich weiß, in der Schweiz, Also, da haben die Postbusse immer Vorrang, wo Fahrgäste drin sind. Ja. Ich glaube jetzt nicht mehr, aber das war ganz lange Zeit so, weil, sag mal, Wendigkeit. Jetzt habe ich so Passstraßen an der Schweiz und habe hier ein Auto mit 11 Meter irgendwas. Der ist so wendig, hast du mir erzählt. Ja, da ist das Schöne hier dran, weil er hat hier vorne keinen Motor sitzen. Ja. Und deshalb kann ich die Räder fast 90 Grad einschlagen. Dadurch ist er unglaublich wendig. Beim Fahren, das ist am Anfang ein bisschen komisch. Man sitzt man ja muss vor sich den dran- Rädern. Genau, Ne? man muss sich dran gewöhnen. Man muss also weit raus. Ich kann im Grunde genommen über den Bordstein drüber fahren, dann erst einschlagen. Dann geht der so 90 Grad, geht der weg. Ja. Das ist Und das macht Übungssache. richtig Spaß. Das ist Übungssache. Ja, das genau bei wie euch? mit dem Pedal. Das sind
Trittplattenventile. Das heißt, man geht mit dem ganzen Fuß da drauf und geht aus dem Gelenk raus. Das ist für die Busfahrer, lange Strecken, das ist völlig ermüdungsfrei. Ich darf mit dem Busführerschein nicht fahren, oder? Ne, Busführerschein gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Das ist ja nur eigentlich der Zusatz, eine Erweiterung für Personentransport, für Personenbeförderung. Okay, verstehe. So, und jetzt hier oben, das nenne ich ja mal ganz reduzierte Klappen. Ja. Das hast du so schön gemacht. Wieder, ne? Ganz anders. Ganz reduziert. Und dann, ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen in einem Nobelrestaurant in einem Alpenort. Ja. Nee, wirklich, wenn du hier so in Nenzing bist, weißt du, so alpencamping.at, was du auch das kennst, da war ich mal drin, das ist, und das Gelb, am Anfang sagen die Leute, ach Gelb, wie geht das? Und dann guckst du es dir näher an. Ja, ja. Und dann wird es auf einmal richtig schön. Ja, das ist halt schön, ja. Ja. Und das Braun dahinter. Ja, und der Raum, ihr müsst mal kurz reingehen, seid mal so lieb. Ich gehe mal ganz nach hinten, dass ich den Raum mal gerade komplett zeigen kann. Ja. Denn der ist noch viel größer als das, was ich zeige. Und hier sieht man auch mal, wie schön flächenbündig das Wallout hier drin ist. Der ist jetzt komplett draußen? Der ist jetzt rausgefahren. Warte mal, ich gehe mal ganz nach hinten. Setze mich mal ganz kurz hier hin, dass wir das mal sehen. Das ist jetzt der maximale Blick, den übrigens auch die Gäste hier sehen, die hier auf den Stand kommen. Die schauen nämlich hier durch die Scheibe durch. Da hat der Gerhard nämlich im Podest aufgebaut. Ich gehe jetzt mal langsam nach vorne. Auf der linken Seite haben wir einen ganz, ganz schönen Schrank mit eingebautem Fernseher. Oben total reduzierte weiße Schränke. Total schön. Hier oben sind übrigens die Klimaauslässe, die überall im Auto sind, sodass man also keine harte Zugluft hat und das Ganze auch ordentlich verteilt ist. Klimatechniker am Werk. Du suchst noch Leute, gell? Ganz, ganz viele. Ganz viele. Also wenn ihr das seht in allen Bereichen, bewerbt euch beim Gerhard. Ja. Dann hier diesen wunderschönen Schrank, der da ist. Auch in Verbindung mit diesen farbigen Gläsern. Du musst es sehen, ansonsten kannst du es nicht verstehen. Also ich denke, ist komplett anders. So, dann hier Marmor oben drauf. Zumindest eine Marmoroptik, die da ist. Linke Seite, hier Spülschrank, ist der Kühlschrank und hier ein Dampfgarer oder Grill, je nachdem, was man gerne hätte. Dann die Doppeldusche hinter dir. Guck mal, das ist wie im Hotel. Nee, keine Doppeldusche, aber die Toilette ist zumindest wie aus einem Guss. Was ich interessant finde, ist, du kannst dem anderen zugucken, wenn du duschst. Da könnte man aber jetzt einen Satin drauf machen, wenn man das nicht will. Also, nee, ist ja bei den anderen Autos, ist das ja, also das ist immer kundenspezifisch. So. Sagen wir so, als Außendienstauto für mich alleine, würde ich sagen, da fahre ich mal zum nächsten Dreh. In Ordnung, würde ich nehmen. Das ist auch wieder ein anderes Waschbecken. Kurz die Story von dem Waschbecken? Ja, das ist natürlich auch absoluter Kundenwunsch. Der hat das wohl irgendwie zu Hause und fand das total toll. Und hat mich dann gefragt, ob wir das nachbauen können oder nachbauen lassen. Das machen wir natürlich auch nicht selber. Dann haben wir das gezeichnet, konstruiert und bei einem Steinmetz bauen lassen. Korean, du liebst den Werkstoff? Nee, das ist richtiges Material. Nee, jetzt dort. Ja, das ist Korean. Das ist Korean, weil du kannst das auf deinen CNCs bauen. Ja, wir können das natürlich super bearbeiten auf einer CNC-Maschine und man hat damit unheimlich viele Möglichkeiten. Weil man kann Konturen reinfräsen, man kann Nuten reinfräsen und hat trotzdem eine tolle Optik. Übrigens, Zahnputzbecher zu Hause aus der Mode gekommen, hier total zweckmäßig im Wohnmobil. Ja, der andere nein, ist je nach Kunde. Wie der Kunde will. Das ist so, wir machen, wenn das Fahrzeug kurz vor Auslieferung ist, dann kommen die Kunden zu uns und sagen so, Toilettenpapierhalterung, wo willst du die hinhaben, wo willst du die Haken hinhaben? Und dementsprechend passen wir das dann an. Shenandoah, mach mal bitte oben mal so einen Spiegelschrank auf. Ich glaube, nee, oben in der Mitte. Mitte drücken. Mitte drücken. Da ist so ein kleiner. Ich habe es gesehen, ihr habt so einen kleinen Aufkleber aufgemacht. Ja? Pushlocks. Ne, der müsste. Ja, Pushlocks. Das Wichtigste von allem. Das ist so teuer gewesen damals, weißt du noch? Das Toilettenpapier. Teurer als Gold. Gut. Teurer als Gold. Zum Glück sind die Zeiten. Sag mal, Campingboom, ihr merkt das auch oder ist das bei euch nicht so? Ich sag mal so. Ich glaube, der Trend geht grundsätzlich nach oben. Und was wir aber verstärkt merken, also wir merken das nicht so wie wahrscheinlich die Leute in der Kastenwagenszene. Ja. Aber was wir auf jeden Fall verstärkt merken, wir haben unheimlich viele Neueinsteiger, die vorher noch nie ein Reisemobil gefahren haben. Also nicht Leute, die sich hochgearbeitet haben? Wie es früher üblich war, Hümer, also ich will mal sagen 6 Meter, 8 Meter, 10 Meter, sondern es ging von außen, aus dem Yachtbereich. Also mit so Fahrzeugen können wir uns auch Campingurlaub vorstellen, so diese Schiene. Das wird immer mehr. Boah, geh die tief raus. Ja. Herrlich. Ja, wir wollen die Tiefe hier ausnutzen. Ja, du hast den Slideout, ja. Das heißt, das Fahrzeug ist komplett benutzbar. Hier sind 6 Stück drin. Eingefahrener Zustand geht, oder? Ja. So, jetzt siehst du also hier und dann,
Ja, haben wir ganz, ganz viel Platz. Dann das Schlafzimmer. Hier habt ihr jetzt ein Queensbett. Das ein Mittenbett, komplett begehbar von allen Seiten, wenn man reinkommt. Und das ist jetzt wieder das. Man muss jetzt mal sehen, das ist ein richtiges Schlafzimmer. Ne? Ja. Und darunter steht ein richtiger PKW. Der ist weg, der gibt es gar nicht hier. Normalerweise hast du keine Stehhöhe im Schlafzimmer. Normalerweise ist das Bett hier oben, da muss man da so rein. Und das ist ja klar, bei unseren HGs ist das auch so. Und wir hatten das Problem, die PKWs, die mitgenommen werden, wurden immer größer. Das heißt, sie standen immer weiter ins Wohnmobil rein. Das heißt, wir mussten immer weiter überbauen. Da habe ich gesagt, damit muss jetzt mal Schluss sein. Und daraus ist der Performance entstanden. Ich habe das am Anfang nicht verstanden. Ich habe gedacht, das wäre nur so ein Gag, dass du die in der Mitte machst, weil du es eben kannst. Nein. Sondern das ist ganz anders. Auch, aber das hat ja auch seinen Sinn, wenn man das mal sieht. Es gibt ja hier im Grunde genommen keine Kompromisse. Ne? Man muss nicht ins Bett kriechen. Man hat einen Motor hinten. Vorne keine Geräusche, das ist ja eigentlich alles optimal. Ja, das heißt, und vor allen Dingen, man hat Buskomponenten drunter, die für Personentransport geeignet sind oder gebaut sind und nicht für Lasten zu fahren. es geht darum, Das ist ganz entscheidend. dass du zum Beispiel über Hindernisse fährst und die werden abgefedert durch die Luftfederung. Im Grunde ist es wie eine Limousine fahren. Ne? Ja. Eine große Limousine. Eine S-Klasse. Ja. So, ich guck mal gerade aufs Dach hier drauf. Ja, Thema ist natürlich Dichtigkeit, da lacht ihr drüber, sondern ihr habt einiges gemacht, oder? Also bei uns ist, ich sage immer so, es gibt ja irgendwie, ich habe das schon mal gehört, Fahrzeuge müssen zur Dichtigkeitsprüfung. Das kann ich irgendwie gar nicht verstehen. Nee, wirklich nicht. Also entweder baue ich ein Auto, dann ist es dicht oder nicht. Ich kann nicht verstehen, dass man mit dem Auto so Dichtigkeitsprüfung muss. Kann ich nicht verstehen. Ist für mich unverständlich. Also der Vorteil ist, du hast den Kunden. entweder man baut das Auto, dann ist es dicht oder ist es nicht dicht. Ja gut, Das es ist gibt ja, meine Meinung dazu. gibt ja auch Fahrzeuge, die sind nicht so steif gebaut und dann arbeitet der Möbelbau ohne Ende. Also ich sag mal so, dicht müssen sie aber sein. Stimmt, Das ist, gebe ich dir recht. Überall die Luft ausströmen, das finde ich so klasse. Wenn du jetzt die Klimaanlage anmachen würdest, musst du nicht anmachen. Wir haben sie eben angemacht, das geht so schnell, kriegst du den Raum runter. das ist die Bedieneinheit. Das Bedieneinheit, ja, die da ist. Und ja, das mit dem Stromgenerator, auch da habt ihr euch viele Gedanken gemacht. Du hörst nur eine ganz leichte Vibration, aber keine Geräusche mehr groß. Nein, man hört, also hören tut man nicht. Wenn man innen drin ist, merkt man den Motor laufen. Er hat eine leichte Vibration. Das ist auch sehr, sehr schwer wegzubekommen. Aber fast nicht spürbar. Aber Geräusche sind entscheidend, den hört man draußen nicht. Ja, wenn du mal so lieb bist, mal so einen Schrank mal öffnest für mich, bitte. Was geht hier los? Ach, der Dyson. Guck mal da. Da ist es. Und last but not least, der geht so ein bisschen rein. Ah nee, guck mal hier. Hängend, ganz wichtig, vielen Leuten wichtig, dass du auch die Kleidung mitnehmen kannst. Viele leben ja auch im Auto. Ist das bei euch auch so? Das ist eher Freizeit? Ich habe Leute dabei, die verbringen längere Zeit im Fahrzeug. Ich habe 6 Monate, oder? Ja, die sind schon eine Weile unterwegs. Die sind ausgestiegen und fahren. Aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist wirklich Wochenendautos. Also Wochenende fahren wir mal weg. Ach so, reinsteigen, Auto steht vor der Tür, wir machen eine Tour mit dem Sohn oder so. Typische Unternehmerszenario. Ja. Der weiß doch gar nicht, ob er nächsten Monat fahren kann. Und da, was ist da drunter? Noch ein kleines Fach oder? Schränke. Das sind schon ordentliche. So, beleuchtet natürlich alles. Ja, klar. Das ist Möbelbau zu Hause, oder? So, dann hier diese Dichtungen, die muss man noch mal zeigen, die sind überall, oder? Die sind überall, jedes Auto hat die. Sonst So. kriegt man die Fahrzeuge auch nicht ruhig. Also da ist wirklich Ruhe drin. So, wenn du mal so nett bist und den Fernseher mal grad. Das ist zwar nicht mehr so spektakulär, wie es mal war vor 10 Jahren, aber denn es hat mittlerweile jeder Hümer hat sowas. Ja, aber nicht in der Ausführung. Weil die sind absolut rüttelfest. Die rappeln überhaupt nicht. So, und die Größe ist war auch nicht Kundenwunsch. so, das ist Kundenwunsch, ja. Ja gut, da kann auch viel größer rein. Das Design hier ist wirklich toll gelungen, ganz ehrlich. Die sind alle toll. Ja, aber alle unterschiedlich. Alle unterschiedlich. Das erste Fahrzeug, das mittlere Fahrzeug, das ich gesehen habe, was die 3 verschiedenen Welten hat, Ja. finde ich auch total klasse, weil das ist ja oft so in Einfamilienhäusern, gerade wenn du Kinder hast, da gestaltet jeder seinen Raum. Genauso sieht es auch aus. Ja. Das ist wahrscheinlich so gewesen, ne? Genau so ist es. Ja. Das kann der Kunde aber entscheiden. Natürlich. Sag mal, wenn ich sowas kaufe und ich merke, ich brauche einen größeren, einen kleineren, ich brauche irgendwas anderes, kriegt man die gut weg? Frag mal. Ja, ich würde im Augenblick sofort ein paar nehmen, weil ich könnte keine. viele Gebrauchte verkaufen. Ja. So ist das. Und wenn mal einer kommt, wird er wahrscheinlich auch vererbt, oder? Viele. Du hast wahrscheinlich also- schon Wartelisten. Ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Also ich habe bis auf ein einziges Mal seit 25 Jahren die Fahrzeuge an Kunden verkauft, die dabei geblieben sind. Also nicht wieder umgesprungen, hin und her. Ja. Nur ein einziges Mal. Da waren persönliche Gründe. Und
Ich habe Kunden dabei, die haben jetzt schon den 5. bestellt über die Zeit. Hier der in der Mitte auch, das ist der 3., den er bekommt. Ja, so. Und das heißt, der gibt Also den... alle treu. Wenn die einmal einen Volkner gefahren haben, geben die in der Regel nicht mehr ab oder kaufen einen neuen. Und der gibt die Fahrzeuge dann bei dir zurück meistens, oder? Ja, wir nehmen die da und verkaufen die weiter. Ja. Verkaufst die weiter. Ja. So, auch mit gutem Gewissen, hast du ja gebaut. Ja, klar. Ja, so. Mit ganz gutem Gewissen. Mit ganz gutem Gewissen. Ja, ich habe es eben schon... Also einen Volkner kannst du kaufen, der kann auch 15 Jahre alt sein, ist egal. Das sagen auch ganz viele. Ja. So, ich gehe noch mal ganz kurz langsam durch. Das haben wir gesehen. Hier hast du rechts die Dusche. Dann Stehhöhe, ein ganz wichtiges Thema. Ihr habt viele große Menschen, gerade wenn du Richtung Norden kommst. Wir beide sind jetzt nicht die Größten, aber guck dir mal hier die Shenny an, die ist schon 1,75. Hinlangen oben. Ne? Jetzt. Ja. Aber das schafft auch Raumvolumen. Ja. So, und ihr habt das nach vorne hin ein bisschen runtergezogen, denn das Fahrzeug senkt sich ja nach vorne ein bisschen. Ja, Genau, wenn du dich mal kurz reinsetzt. Ich habe das extra so gemacht wegen außen, damit wir nicht wie so ein Karton haben, wie so eine Kiste, damit er so ein bisschen Form hat. So, da ist der Mülleimer. Das sind so alles so Kleinigkeiten. Ich kenne mich mittlerweile schon aus nach 2 Autos. Das Mülltrennsystem. Dann hier vorne. Ja, hier ist noch ein Schrank drin, hier ist noch ein kleiner Eckschrank. So, für Kleinigkeiten, Müllbeutel. Also wie zu Hause. Hast die gleichen Sachen drin. Ja. Spülmaschine, ja. So, der Kunde hier trinkt keinen Kaffee, nehme ich an. Doch, trinkt er auch. Trinkt er auch. Denn du hast was ganz Besonderes eingebaut. Ich sehe es schon. Und das sieht man hier bei dem Fahrzeug viel besser als bei dem anderen, weil bei dem letzten Fahrzeug war es schwarz auf schwarz. Und jetzt, passt auf, da kannst du stolz drauf sein, Gerhard. So, das habe ich noch nie gesehen. Ich liebe es. Unglaublich. Praktisch auch, ne? Ja, weil da ist eine Ecke, die ist immer verloren. Ja. Verschwinden lassen. Ja, die ist bis hinten ausgenutzt. Ich bin sprachlos. Die sind natürlich fest angeschlossen hier, ne? Ja, klar. Ja, du hast erzählt, in diesem Wallout viele Versorgungsschläuche drin. Also Ja. Da machen sich die meisten gar keine Gedanken drüber, weil die ganze Versorgung für die Elektrik, Elektronik, für die Abläufe, für Abflüsse und auch sogar die Hydraulik, alles läuft ja mit hin und her. Und da muss man schon gucken, dass das reibungslos funktioniert und nicht nur ein Jahr lang. Also, wenn ich nicht ganz stilsicher bin, ihr habt Ja. Leute, die können da beraten. Die können sagen, kann man Fotos mitbringen zu euch, dass ich sage, das da gefällt mir ganz gut. Ja klar. Weil du So kannst Anregungen. Ja, Anregungen. Ja, da wird das erarbeitet. Also ist ganz stark meine Frau involviert. Und- die macht das mit den Kunden hauptsächlich. Ja. Und ich kriege dann nur die Vorlage. Gerhard, Ja. Preissicherheit. Das ist oft, wenn Ja. man ein Haus baut, man hat irgendwie 800.000 veranschlagt, Ja. es werden dann 1,3 Millionen. Kann das passieren? Nee, bei uns nicht. Der kostet direkt 1,3 Millionen. Ist es so, Nein, wenn der das ist wirklich Kunde so. natürlich- Das mache ich nicht. Wir sagen, da kostet der und dann kostet der das. So, wenn natürlich beim Bau jetzt irgendwelche Dinge kommen, die vorher nicht drin waren, dann kommt das oben drauf. Ja, klar. Oder auch wieder raus. Kann auch sein. Ist aber so, dass der Kunde das weiß. Also der sagt Natürlich, dann, klar. Dann Ist machen ja nicht wir- so, ihr kommt dann wir wie machen in einen einer, Preis aus und in dann einer ist netten der. Werkstatt, das dann heißt, oh, da ist dann doch noch die Lichtmaschine, die haben wir dann aufgeschrieben. Nee, das ist unseriös. Das machen wir nicht. Okay, ihr macht das ja schon ewig. Ewig, ja. Und wenn ich das jetzt ordere, Lieferzeit, habt ihr ein Jahr Vorlauf oder mehr? Das ist das einzige Problem, was bei uns ein Riesenthema ist. Wir haben 2 Jahre Lieferzeit und Haben auch viele mittlerweile. ja, aber wir hatten vorher weniger und haben dann doch länger gebraucht. Das hat auch schon mal Ärger gegeben und bei solchen Fahrzeugen ist es unglaublich schwer, die Lieferzeit zu sagen. Ich kann den Preis genau sagen, aber die Lieferzeit, das kann schon mal um 1-2 Monate variieren. Also Monate, aber nicht Jahre. Nee, Jahre nicht. Nee. Okay. So, ihr habt ja auch ganz viele Haushaltssachen verbaut. Das heißt, ihr seid gar nicht davon abhängig, ob jetzt eine Truma Dieselheizung nicht lieferbar ist. Das kennen wir gar nicht. Kennt ihr gar nicht, ja. Das ist ja scher. Ja, ein schönes Detail ist dieser Hocker. Da habt ihr euch viele Gedanken gemacht. Ja. Das ist ganz nett. Das ist der Gerhard Volkner Spezialhocker. Der macht nämlich aus einem 2. Sag mal, du wärst ja nichts ohne eine Frau, jetzt mal ehrlich. Nee, oder? überhaupt nicht. So. Hierfür gibt es die gleiche Auflage normal. Ja. Aber das Schöne an dem ist, das ist ein Multifunktionshocker. Da kann man alles Mögliche reintun. Hier sind noch 2 Abstellflächen. Hier hat er noch eine kleine Schublade drin. Wo ist sie jetzt? Auf der Seite hier. Ja. Das hat nämlich einen Da hat man hier auch zum Heben. ganz praktischen Zweck, wenn du mir das nochmal zeigst. Genau, der hat einen ganz praktischen Zweck. Wenn ich den hier nicht brauche, dann kann ich den einfach nehmen und hier zwischenstellen. Während der Fahrt. Während der Fahrt. So. Da kann der Hund drauf sitzen. Also wie gesagt, da kann man noch die Liegefläche, also die Sitzfläche drauf machen. Da gibt es eine Sitzfläche, die ist dabei und dann ist das so eine Art Würfelprinzip, aber in dem Würfel ist kein Würfel mehr, oder? Da das ist keiner Schluss. mehr drin. Okay, Ja, man verstanden. könnte das jetzt noch weiter treiben, aber Die Piroschkas.
Das sind aber alles so Kleinigkeiten, die habt ihr gemerkt, die aber absolut nützlich sind, wo die Leute sagen, hey, ich will den haben. Also ich weiß, bei Bimobil ist immer ein Gewürzregal mit drin und die Leute seit irgendwie 100 Jahren hat er das Gewürz, die wollen das Gewürzregal. Und der liefert auch keins aus ohne Gewürzregal. Er hat gesagt, also muss drin sein. Ja. Dieser Tisch, das ist eine Sitzgruppe, die man entweder zu einer ganz tollen Lümmel-Couch umbauen kann oder es ist was da. So, wir sind aber fertig. Wir brauchen jetzt noch 3 Minuten, dann sind wir da. Ist das okay für dich? Ja, klar. Okay. Ganz kurz den Tisch noch absenken, dann gehen wir raus. Dann haben wir eigentlich alles mal gezeigt. Und guckt euch bitte die anderen Videos an. Ganz viele Dinge haben wir redundant jetzt mal gezeigt. Und ich danke dir herzlich, Gerhard, überhaupt für deine Zeit. Ja. Denn du hast mir gesagt, das machst du nicht für jeden. Trotzdem danke ich dir. Ich hoffe, meine Fragen waren nicht zu blöd. Nein, auf gar keinen Fall. Denn ich habe schon viel gesehen, aber sowas wie hier, das toppt nochmal alles. Du warst in Amerika, hast du dir das auch schon mal angeschaut ab und zu Ich war mal? noch nie in Amerika. Die Filme mal Ich war geguckt? überhaupt noch nie in Amerika. Nee. Du warst noch nie da? Nee. Ich würde gerne mal mit meinem Wohnmobil Kanada fahren. Aber dafür muss ich meinen Max erstmal noch Was ist Millimeter genau? noch Zeit geben. Ja, ja, klar. Ja, Platz haben wir nicht zu verschenken. Das gibt's doch gar nicht. Und da Ja, das, passt das. da passt das. Ja. So, und da gibt es einen Polster dazu, da kann man hier lümmeln, kann Netflix gucken. Unterm Bett, dann kann man dann hier rein tun. Dann kann man eine Lümmelwiese draus machen oder natürlich auch ein vernünftiges Bett. So, komm, wir gehen raus. Deine Frau hat gerufen, das nehmen wir ernst. Ja. Vielen, vielen Dank, Gerhard. Wir sind heute am 30. August 2021 auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Das ist Gerhard Volkner, ein klasse Typ, kann ich nur sagen. Karosserie, Baumeister, habe ich das richtig gesagt? Karosserie und Fahrzeugbauer. Und Fahrzeugbauer. Ja. Und alle Fahrzeuge haben eine Einzelabnahme. Bedeutet, sie können, du hast noch keins in dem Land nicht zugelassen bekommen, oder? Nee, bis jetzt noch nicht. Gut. Also funktioniert und auch die neuesten Normen, je nach Fahrgestell oder Motor, kann man erfüllen. Die neuesten Assistenzsysteme, ruhig mal fragen. Und es geht wo los, wenn ich den Original-Volkner haben will? Kriege ich für 500? Nee. Ja, die HGs gehen los bei 350 oder 380. Aber dann geht es hier mit den Performance geht's los so bei 850. Und die Lieferzeit HGs? Lieferzeit HGs auch alles 2 Jahre. 2 Jahre. Schön, komm, wir gehen raus. HG heißt übrigens Heckgarage. Heckgarage. Ich habe gedacht, das wäre der Heinz Gerhard Volkner gewesen, dein Opa. Könnte man auch sein. Der Opa hieß Max. Max hieß der. Sohn. Lieber Max, der lebt wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nee, leider nicht mehr. Leider nicht. So, Max und Gerhard Volkner, die ganze Familie, die Söhne oder der Sohn, hast du mehrere Söhne? Beide. Das ist Max und Leo. Max und Leo, die sind beide dabei. Ja, der Max ist jetzt schon 1 Jahr drin. Ach, der Max heißt wieder Opa. Ja, der Max ist extra, habe ich extra gemacht, wieder Opa. Weil der Opa war so ein genialer Typ, habe ich gedacht, der muss auch Max heißen. Toll. Gerhard, du bist entlassen. Ja. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao.